Lukas, gib mir bitte noch einen Keks. Anna, wir nehmen auf. Leg den Keks weg. Aber es regnet. Schau dir das Wetter an. Es ist grau, es ist kalt. Ich bewege mich heute nicht. Du siehst aus wie eine Katze, eingewickelt in 3 Decken. Ja, ich bin eine Katze. Und mein Sofa ist mein Königreich. Hier ist es warm, hier passiert nichts Schlimmes. Hier passiert nichts. Das ist der perfekte Satz. Willkommen beim Learn German Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Anna, die gemütliche Anna. Heute sprechen wir über Annas Sofa. Oder besser gesagt, über die Komfortzone. Warum Gefahr? Komfort ist doch gut. Jeder mag Komfort. Komfort fühlt sich gut an. Aber Komfort ist wie Zucker. Zu viel davon macht dich krank. Okay, erklär mir das. Warum will ich nicht aufstehen? Bin ich einfach faul? Nein, du bist nicht faul. Du bist biologisch normal. Biologisch? Stell dir vor, du bist ein Höhlenmensch vor 10.000 Jahren. Draußen ist ein Tiger, draußen ist Sturm. Was sagt dein Gehirn? Mein Gehirn sagt, bleib in der Höhle. Draußen stirbst du. Genau. Dein Gehirn will Energie sparen. Dein Gehirn will überleben. Dein Sofa ist die moderne Höhle. Aber heute gibt es keine Tiger mehr. Richtig, aber dein Gehirn weiß das nicht. Wenn du etwas Neues machen willst, zum Beispiel Deutsch sprechen, denkt dein Gehirn Gefahr, Tiger. Also ist Deutschlernen so gefährlich wie ein Tiger? Für dein Gehirn? Ja, die Angst ist die gleiche. Wir müssen 2 Verben unterscheiden. Nummer 1, sich wohlfühlen. Ich fühle mich auf dem Sofa wohl. Nummer 2, wachsen. Wächst du auf dem Sofa? Nein, ich werde nur breiter, aber ich wachse nicht mental. Stell dir eine Pflanze vor. Wenn die Pflanze im Topf bleibt, bleibt sie klein. Wenn sie wachsen will, muss der Topf brechen. Der Topf muss brechen. Das klingt schmerzhaft. Wachstum tut immer ein bisschen weh. Das nennen wir Wachstumsschmerzen. Lass uns ein Spiel spielen. Ich nenne eine Situation, du sagst mir, ist das Komfortzone oder Wachstumszone? Ich bin bereit. Du schaust jeden Abend die gleiche Serie, die du schon kennst. Komfortzone. Eindeutig. Du gehst allein in ein Restaurant und hast kein Handy dabei. Oh, das ist schwer. Das macht Angst. Also Wachstumszone. Du sprichst mit deinem Chef über mehr Gehalt. Definitiv Wachstumszone. Panikzone. Jetzt ihr. Situation: Ihr hört diesen Podcast und sprecht laut mit. Komfort oder Wachstum? Das ist Wachstum. Ihr macht etwas Aktives. Willkommen zurück. Wir müssen aus der Höhle raus. Es gibt ein Modell mit 3 Kreisen. Ich stelle mir 3 Kreise vor. Der kleine Kreis in der Mitte ist die Komfortzone. Hier ist es sicher. Der nächste Kreis ist die Angstzone. Was passiert in der Angstzone? Hier findest du Ausreden. Hier hast du wenig Selbstvertrauen. Hier sagst du, ich kann das nicht. Und der dritte Kreis? Der dritte Kreis ist die Lernzone. Und danach kommt die Wachstumszone. Hier lebst du deine Träume. Das Problem ist, um in die Lernzone zu kommen, muss ich durch die Angstzone. Ja, die Angst ist das Tor.
Es gibt keinen anderen Weg. Ich erzähle dir eine alte Geschichte aus Asien. Es war einmal ein Frosch. Er lebte in einem alten Brunnen. Der Brunnen war tief, die Wände waren glitschig, aber unten gab es Wasser, es gab Schlamm, es gab kleine Würmer zu essen. Klingt gemütlich für einen Frosch. Ja, der Frosch war der König im Brunnen. Wenn er nach oben schaute, sah er den Himmel, aber er sah nur einen kleinen runden Kreis. Er dachte, der Himmel ist rund, der Himmel ist klein. Er kannte nichts anderes. Eines Tages kam eine Meeresschildkröte vorbei. Sie schaute in den Brunnen hinein. Der Frosch rief: »Hey, komm runter, hier ist es perfekt.« Was hat die Schildkröte gesagt? Die Schildkröte lachte. Sie sagte: »Hast du jemals das Meer gesehen?« Der Frosch fragte: »Meer? Ist das Meer so groß wie mein Brunnen?« Die Schildkröte sagte: »Das Meer ist unendlich. Du kannst tagelang schwimmen und siehst kein Ende. Der Himmel ist riesig.« Und? Hat der Frosch es geglaubt? Nein, der Frosch sagte: »Du lügst. Nichts ist größer als mein Brunnen.« Er blieb unten. Er starb im Brunnen. Er war sicher, aber er war blind. Das ist traurig. Ich will kein Frosch sein. Ich will das Meer sehen. Der Frosch starb ohne Reue, weil er es nicht wusste. Aber wir Menschen wissen es. Am Ende des Lebens benutzen wir eine traurige Grammatik. Hätte ich doch. If only I had. Hätte ich doch die Reise gemacht. Wäre ich doch mutiger gewesen. Ich will diese Sätze nicht sagen. Ich will sagen, ich habe es getan. Wie kommen wir aus dem Brunnen? Nicht mit einem Riesensprung, das ist zu gefährlich. Wir machen es mit der 10%-Regel. Was bedeutet das? Mache jeden Tag etwas, das 10% unbequem ist. Nicht 100%, keine Panik, nur ein bisschen Kribbeln im Bauch. Gib mir Beispiele für den Alltag. Nimm eine kalte Dusche am Morgen. Nur 30 Sekunden. Lächle einen Fremden auf der Straße an. Bestelle im Restaurant ein Gericht, das du nicht kennst. Das klingt machbar. Ich habe eine Idee. Ich werde heute Abend kein Fernsehen schauen. Was? Machst du stattdessen? Ich werde malen. Ich kann nicht malen. Es wird hässlich sein. Aber es ist neu. Das ist perfekt. Das ist die Wachstumszone. Liebe Zuhörer, wir machen jetzt einen Vertrag. Wiederholt diese Sätze laut nach mir. Benutzt das Futur. Ich werde. Ich werde meine Angst akzeptieren. Ich werde den Brunnen verlassen. Ich werde jeden Tag etwas Neues probieren. Ich fühle mich mutig. Der Regen ist mir egal. Ich gehe jetzt spazieren. Wirklich? Ja, ich brauche frische Luft. Ich brauche Abenteuer, auch wenn ich nass werde. Das freut mich, Anna. Liebe Zuhörer, denkt daran, das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone. Seid keine Frösche, sucht das Meer. Schreibt uns, was ist eure 10% Herausforderung für morgen? Wir lesen alle Kommentare. Danke fürs Zuhören. Ihr seid toll. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Erfolg!